Hey, ich bin Gesa und ich zeige dir heute, wie du Schritt für Schritt das Schnittmuster Nummer 4 nähst. Das Schnittmuster Nummer 4 ist ein einfacher Zuziehbeutel mit Tunnelzug. Also ein kleiner Beutel, den man eigentlich immer gebrauchen kann. Für Geschenke, Spielzeug, Kosmetik, Nähkram oder einfach alles, was sonst lose irgendwo rumfliegt. Vom Schwierigkeitsgrad her ist das Projekt anfängerfreundlich. Wir nähen vor allem gerade Nähte und du brauchst keinen Reißverschluss und keine komplizierten Verschlüsse. Wichtig ist nur, dass du bei dem Tunnelzug und den Markierungen sauber arbeitest. Aber das schauen wir uns gleich Schritt für Schritt an. Beim Stoff bist du ziemlich frei. Wichtig ist nur, der Stoff sollte nicht dehnbar sein. Baumwollstoff funktioniert super, aber du kannst auch ein anderes Gewebe nehmen. Wenn dein Beutel später etwas mehr aushalten soll, nimm am besten einen etwas robusteren Stoff. Für den Tunnelzug brauchst du außerdem eine Kordel. Ich nehme hier eine 5 mm Kordel. Alternativ kannst du auch ein passendes Band verwenden oder dir aus deinem Stoff selbst ein Band nähen. Und damit haben wir alle wichtigsten Materialien schon zusammen. An Werkzeug brauchst du nichts Besonderes. Eine Nähmaschine, etwas zu schneiden und markieren, Stecknadeln oder Stoffklammern und später eine Sicherheitsnadel oder Durchziehnadel, um die Kordel einzuziehen. Und bevor wir mit dem Zuschnitt starten, lass uns das Schnittmuster vorbereiten. Das Schnittmuster hat Ebenen, du kannst dir also beim Ausdrucken genau die Größe einblenden, die du wirklich brauchst. Achte außerdem darauf, dass du mit 100% druckst und danach die Kontrolllinie nachmisst. Wenn du mit Beamer-Datei arbeitest, kannst du natürlich auch die Beamer-Datei verwenden. Ich empfehle dafür Pattern Projector, weil du dort deine gewünschte Größe direkt einblenden kannst und das Programm auch die Kalibrierung des Beamers übernimmt. Und wenn du gar nicht ausdrucken möchtest, findest du in der schriftlichen Anleitung auch eine Maßtabelle mit dem direkten Zuschnitt. Beim Zuschnitt gucken wir uns als erstes an, was für einen Stoff habe ich eigentlich. Das ist wichtig, weil nicht jeder Stoff in alle Richtungen gleich aussieht. Wenn du zum Beispiel Samt nimmst oder einen Stoff mit einem Muster, das eine klare Richtung hat, dann musst du hier ein bisschen aufpassen. In dem Fall schneidest du das Schnittteil zweimal zu, und zwar an der alternativen Schnittlinie im Schnittmuster. Warum? Stell dir vor, du drehst den Stoff einmal auf den Kopf. Bei manchen Stoffen sieht man das sofort. Samt glänzt dann anders und Muster können plötzlich falsch herumlaufen. Wenn du den Beutel also aus einem einzigen Teil zuschneidest, wäre später eine Seite richtig herum und die andere auf dem Kopf. Und damit das nicht passiert, gibt es diese alternative Schnittlinie. Wenn ein Stoff in alle Richtungen gleich aussieht, ist es noch ein bisschen einfacher. Dann kannst du den Beutel nämlich in einem Stück zuschneiden. Und bevor du das Schnittteil wegnimmst, übertrag dir unbedingt noch die Markierung. Die zeigen dir später, wo die Öffnung für den Tunnelzug beginnt. Dann sind wir mit dem Zuschnitt fertig. Und ein allgemeiner Hinweis noch. Versäubere alle zugeschnittenen Teile, falls erforderlich, da dies in den folgenden Schritten der Anleitung nicht mehr erwähnt wird. Als erstes bereiten wir die Kanten für den Tunnelzug vor. Dafür faltest du die obere Stoffkante 2 cm nach innen, also linke Seite auf linke Seite, und bügelst die Kante einmal schön kräftig. Das gleiche wiederholst du an der gegenüberliegenden Kante. Danach klappst du die Kante wieder auf. Die Bügellinie bleibt sichtbar und helfen uns später dabei, den Tunnelzug sauber zu nähen. Anschließend faltest du den Stoffzuschnitt der Länge nach rechts auf rechts. Die schöne Stoffseite liegt also innen und die gebügelten Kanten liegen bündig aneinander. Jetzt nähen wir die Seitennähte. Du startest unten an der geschlossenen Kante und nähst die erste Seite mit 5 mm Nahtzugabe zusammen. Wichtig ist, dass du nur bis zur Markierung nähst. Der Bereich darüber bleibt offen, weil dort später die Öffnung für den Tunnelzug entsteht. Ganz oben nähst du dann noch die letzten 5 mm der Seitennaht. Das stabilisiert die Öffnung und macht das Nähen gleich einfacher. Das gleiche machst du auf der anderen Seite. Wenn du nur eine Kordel verwenden möchtest, kannst du eine Seitennaht komplett schließen und die Öffnung für den Tunnelzug nur auf einer Seite offen lassen. Jetzt kümmern wir uns um die Öffnung für den Tunnelzug. Dafür legst du die Nahtzugabe in diesem Bereich auseinander. Damit ich genau sehe, wie weit die Öffnung geht, markiere ich mir das Ende einmal mit einer Nadel. Dann steppe ich die offene Kante knappkantig ab. Unten nähe ich genau auf die Höhe, an der die Öffnung endet, und gehe dann auf der anderen Seite wieder nach oben.
So ist die Öffnung sauber verarbeitet, der Tunnelzug bleibt stabil und die Nahtzugabe kommt später nicht raus, wenn man an der Kordel zieht. Jetzt kannst du den Beutel wenden. Dafür greifst du durch die obere Öffnung und ziehst den Beutel auf die rechte Stoffseite. Die schöne Stoffseite liegt jetzt also außen. Forme die Ecken nach dem Wenden einmal sauber aus. Dafür kannst du zum Beispiel einen Kantenformer, ein Essstäbchen oder ein anderes stumpfes Werkzeug nehmen. Jetzt nähen wir den Tunnelzug. Dafür faltest du die obere Kante wieder an der Bügellinie nach innen. Die Kante liegt also 2 cm nach innen geklappt, linke Seite auf linke Seite. Dann steppst du einmal rundherum. Du nähst dabei 5 mm von der offenen Stoffkante entfernt, oder anders gesagt, 15 mm unterhalb der gebügelten Tunnelzugkante. Wenn alles richtig liegt, verläuft deine Naht genau auf der Höhe, an der die Seitennaht endet und die Öffnung für den Tunnelzug beginnt. Zum Schluss ziehen wir noch die Kordel ein. Am einfachsten geht das mit einer Durchziehnadel oder mit einer Sicherheitsnadel. Du startest an einer Öffnung, führst die Kordel einmal komplett durch den Tunnelzug und kommst in der gleichen Öffnung wieder heraus. Wenn du nur eine Kordel verwenden möchtest, bist du damit schon fertig. Wenn du 2 Kordeln verwenden möchtest, ziehst du jetzt noch eine zweite Kordel ein, genauso wie die erste, nur von der anderen Seite. Dann kannst du den Beutel schließen, indem du einfach an beiden Seiten ziehst. Und damit ist der Zuziehbeutel fertig. Ich hoffe, die Anleitung hat dir geholfen und du hast jetzt richtig Lust, noch ein paar Beutel in verschiedenen Größen zu nähen. Wenn du Fragen hast, schreib das gerne in die Kommentare. Und wenn du deinen fertigen Beutel teilst, dann verlink mich doch gerne. Ich freue mich immer total zu sehen, was aus meinen Schnittmustern so entsteht.